Avenida Caballero de la ciudad de Encarnación, miren lo que pasó. Unseren no. Pool habe ich Wasser eingelassen, der ist fertig. Hä? Und Achtung. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Video 109. 108? Egal. Ich zeige euch heute ganz viel. Hintergrund wird die Bodenplatte für unseren Festplatz gemacht und schon, man sieht schon, Barriers wurde verputzt, es wurde aufgeräumt, innen drin schon angefangen zu verkleiden. Ich schaue mal, was ich alles reinpacken kann, das Video, wenn machen wir gerade 2 Teile und es erwartet euch noch ganz viel mehr. Wir haben natürlich wieder einen tragischen Schicksalsschlag gehabt mit unserer Feuerwehr vorne, aber mehr dazu im Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und wenn euch das Video gefällt, lasst gerne einen Daumen hoch. Bis dann, ciao! Estoy aquí en la Avenida Caballero de la ciudad de Encarnación, miren lo que pasó. El camioncito del Cuerpo de Bomberos Voluntarios San Juan del Paraná estaba trasladando pacientes. Terminó volcando y aparentemente la persona que estaba siendo auxiliada por los bomberos terminó perdiendo la vida. Aquí está la Avenida Caballero, allá está el auto que le chocó. En este momento, este tramo de la avenida está clausurada. Atención, señores, a la hora de circular por la Avenida Caballero. Buen dia, nicht erschrecken, ich mähe gerade Rasen wieder. Juan ist gerade da und mit seiner Frau Claudia. Und wir reden gerade, wie man hier den Garten hier anlege, also dieses Stück und dieses Stück. Und ich drehe jetzt mal die Kamera und erkläre ich euch mal was, das ist nämlich sehr interessant. Wir haben ja die neuen Pflanze bekommen und jetzt rede ich gerade mit dem Juan, dass man hier wie so eine Art tropische Garten hier anlege. Und ich bin auf die Idee gekommen, beziehungsweise ich habe das gehört vor 2-3 Wochen, dass wenn man Zitronengras zum Beispiel am Zaun entlang pflanzt, hält es die Schlange fern und die Moskitos. Also wir haben jetzt auch überall Lavendel an den Häusern und wir sind jetzt auf die Idee gekommen, dass man überall hier am Weg entlang Zitronengras dann pflanze, hier auch dann zwischen den Häusern und hinter dann bei den Terrasse dann auch. Hat den Vorteil, es riecht sehr angenehm, also ich mag den Duft brutal. Keine Moskitos, keine Schlange, ja, das ist jetzt so der Plan. Und es kommen hier verschiedene Pflanzen rein. Wir müssen jetzt halt aufpassen, weil das ist jetzt ein Ort, der ist immer sonnig. Und wir können jetzt halt hier keine Schattenpflanze reinmachen. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal Pflanze holen für Sonne, also für sonnige Platz. Und wenn die dann größer sind, dann können wir erst die andere Pflanze machen. Also die Idee ist halt, dass man viel mit so Papageienblumen machen, viel Blüte, verschiedene Palmen, die dann später alle angestrahlt werden. Dann wird die Palme gesäubert, wird untenrum dann so Steine hingelegt. So schön. Also es wird so ein richtiger tropischer Garten. In der Mitte wollen wir so eine Vogeltränke machen. Es war jetzt doch heiß diesen Sommer und bei uns sind dann oft an der Terrasse Vögel, die dann Durst haben, den Schnabel offen haben und wir haben dann verschiedene so Eimer aufgestellt, damit sie trinken können. Ja, das ist jetzt unser Plan. Der Juan und Claudia machen jetzt den Plan fertig und dann werden wir dann umsetzen in den nächsten 2-3 Wochen. Ich bin mal gespannt. Also hier wollen wir jetzt dann aufräumen nächste Woche.
Ist jetzt soweit alles fertig, da wird jetzt noch dann gemauert. Aber hier hinten sind wir eigentlich komplett fertig. Da kommt jetzt der Rasen rein. Und dann haben wir eigentlich das Stück soweit fertig angelegt. Ja. Und dann geht es da drüber weiter. Zeige euch nächste Woche. Da wird jetzt die Bodenplatte gemacht und dann wird er auch nivelliert und kommen dann auch Palme rein etc. und Zitronengras. Gut, dann bin ich mal gespannt. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Buenas tardes. So, heute geht's weiter. Wir legen gerade wir graben die Gräben aus. Wir buddeln die Gräben aus, so rum, für das Wasser und Abwasser. Jetzt wird alles verkleidet, also das heißt verputzt außenrum. Die Treppe wird jetzt vorbereitet, oben haben wir schon ausnivelliert, das heißt, dass das Wasser dann nach vorne abläuft. Und ich gehe mal rum mit euch. Innen drin haben wir schon angefangen. So, schaut mal. Also, das heißt, hier tun wir jetzt mit dem Holz verkleiden alles. Wir wollten eigentlich hier, also hier kommt ja ein Chabadach, also Blechdach rüber. Und wir wollten eigentlich so das Stroh drunter tun. Jetzt ist es aber so, dass es erst in 20 Tage angeliefert werden kann. Jetzt haben wir uns überlegt, ob man das auch dann mit Holz verkleidet. Also das heißt, das Ganze dann bis hier vorne. Jo, dann, da haben wir die Theke. Ricardo, es posible para limpiar? Okay. Und und der Franco, die tun jetzt gerade das Einputzen, das verputzt, da kommt dann später die Spüle drauf. Die haben wir auch schon gekauft. Und Achtung. So, da ist der Cutter. Und hier wird unser Grill gebaut. Das heißt, der ist, glaube ich, 1,50 Meter breit innen drin. Und da kann man dann die Holzkohle reinmachen. Dann haben wir 7 Drehgrills und ein zum Verstellen noch. Und der wird jetzt dann hochgebaut. Und der Kamin ungefähr ganz da oben. Das heißt, dass wenn die Leute hier oben sitzen, dass die ja keinen Rauch abkriegen. Perfekto. Bueno, was aber gibt es noch Neues? Darüber haben wir Rasen eingesät. Heute haben wir Freitag, der 1. März. Das heißt, wir tun alles sauber machen. Und da sehen wir schon Ruben etc. Die räumen wir alles zusammen. Es wird immer sauberer hier. Und heute haben wir auch viele Touristen da. Also insgesamt 7 Leute, die kommen. Die bleiben übers Wochenende, dann reisen sie wieder ab. Die Mauer oben ist auch bald fertig. Die nächste Schritte ist jetzt dann, dass man die Steine hier, das wird mit so einem Mitteleinglas, ich weiß nicht, dass er erstmal sauber macht, mit so, ja, ich weiß nicht, was ist, so Säure oder irgendwas. Und dann kommt wie so ein Lack drüber. Gut, des Weiteren wollen wir da, wo die Treppe runter geht, später mit grauen Steine hier hochmauern. Das heißt, es gibt so ein Desposito, so ein kleiner Vorratsraum, wo man dann die leere Kiste dann alles reinstellen kann, damit es auch weg ist. Und ich habe heute einen Anruf bekommen vom Gärtner, das heißt, wir haben alle Pflanzen zusammen, das heißt, dieses wird jetzt die nächsten 10 Tage auch angelegt. Gut, Pool habe ich Wasser eingelassen, der ist fertig. Ich weiß nicht, ob man sieht, doch man sieht es natürlich. So, das heißt, ab sofort kann auch gebadet werden. So, und da vorne Neuigkeiten sind 2 Mädels. Das ist einmal die Fatima und einmal die Delma. Die arbeitet seit dieser Woche bei uns. Und hier haben wir die Unterkonstruktion. Es hat geregnet, deswegen konnte man sie noch nicht betonieren. Und die Unterkonstruktion für unseren Festplatz, der wird jetzt auch am Dienstag, soll der dann komplett betoniert werden. Und dann können wir hier rum alles anlegen. Dann haben wir hier einen Stromkasten, das heißt, dann kann man später von da dann der Stromzieher für DJ-Pult, ja, Kühlschränke etc. pp. Gut. Unser Manioka ist eigentlich jetzt erntereif. Wir gehen mal rüber, der Ruben ist gerade da. Wir ziehen mal jetzt 1, 2 raus und gucken mal, wie groß das sind. So, da steht der Toto. ¿Cuánto metros? ¿Alto? Ajá. 2,5, ¿eh?
2,5 Meter sind die groß. Und ich war gestern beim Hugo und im Hugo seine Maniokas sind tatsächlich gegammelte Schatten. Die sind tatsächlich gerade mal so hoch, also vielleicht so 1 Meter. Komm mal. Sacar. Este. ¿Cuál vamos a sacar? Taiguay. Cualquiera. Sí, como tú quieres. Un momento. Un momento. Mira, juntos más. Sí. Vamos. 1, 2, 3. No grande, ¿no? No. No es tan grande, No. pero es lindo. Lindo. Pero entonces un poquito más largo tiempo o. Also, das sind jetzt die Manioka, ne? Das heißt ja die Wurzel hier, die wäre gekocht. So, wir haben jetzt gerade mal geredet, wie die eigentlich zubereitet werden. Der Ruben sagt euch jetzt was und ich übersetze es dann. Ruben? Sí. ¿Cómo? Mandioca, a pelar. Also man schält die Manioka mit einem Pelar. Cuchillo, Pelar con cuchillo. also mit einem Poner Messer. Agua, cacerola en el fuego. Genau, also dann tut man einen Eimer machen, beziehungsweise einen Topf, stellen aufs Feuer. Cuando litros agua? O? Ponerle 1,5 litro de agua. Okay. 1 litro y medio. 1,5 Liter Wasser. Un, po Un poquito sal, wäre un das? poquito sal. Ein kleines bisschen Salz Okay. wird dann reingemacht, dann wäre die dann reingelegt. Que esté hirviendo bien y después le saco un tenedor. Okay, also das heißt, dann könnt ihr mit der Gabel rein. Das heißt, wenn da gut durchkommt mit der Gabel, dann sind sie eigentlich fertig. Und die Manioka esse ich gerne als Beilage gekocht, also so wie es jetzt der Ruben erklärt hat. Oder dann frittiert, da schmeckt es mal richtig gut. Dann so ein Cheddar-Käse drüber und angebratener Speck bzw. Bacon. Richtig lecker. Es muy lindo. Sí, muy rico. Riquísimo. Also wir mögen die Voy a traer mi bolsita. Y ya Dale. carga. Okay, also das kriegt jetzt der Ruben. Wie gesagt, wir haben gesagt, wir bauen für unser Banjo mit an. Barrio. Ihr müsst entschuldigen, ihr seht heute Morgen in der pralle Sonne auf dem Rasenmäher. Man sieht ja, ich habe ganz rotes Köpfle, deswegen nehmt mir nicht übel, wenn ich mir heute verspreche. Also, wir haben das ganze Feld gemacht und wie gesagt, ich weiß nicht, ¿cuántos kilos tenemos ahora? Tenemos Más o menos, no no en total. total 7 kilos. ¿Cómo? 6 kilos. 6. Sí. Todos manioca blandas. Sí. ¿Este son cuántos kilos? Este, Ajá. 6 kilos. Also, von 2, son 2 Plantas, ¿verdad? Sí. 2 Pflanzen haben wir 6 Kilo Manioka. Also, jetzt überlegen wir, wir haben 260 Pflanzen. Da sind wir bei einer Tonne, 1 Tonne Manioka. Und das immer gesagt, wie gesagt, wir verteilen es hier im Barrio. Kriegt jeder, weil. Hä? Este año vamos a plantar mucho. Ja, also wir gehen dann nachher, wie gesagt, habe ich im letzten Video schon gesagt, dass wir einen Plan haben. Das heißt, wir gehen dann her und tun dann das komplette, also die 2000 Quadratmeter wäre komplett bestellt. Und meine Nachbarn, wie gesagt, Ruben, Toto und Ricardo, die helfen mir dann. Und dann haben wir gesagt, dann teilen wir es und verschenken es dann, weil die haben keinen Garten zur Verfügung. Die müssen sich dann kaufen oder teuer einkaufen. Und so haben wir gesagt, Mensch, komm, lass uns gemeinsam die Pflanze besorgen. Und dann ist es unser Garten gemeinsam und die können jederzeit rein, raus, wie sie möchten. Und dann passt es. ¿Verdad? Es nuestro jardín. Sorry. Sí. Y en futuro también tenemos más verduras. Más verdura, papa, batata, mandioca, más mandioca. Sí. Todo. Dale. Vamos a tener, sí. Genau, also wir machen Chili rein, wir machen Tomate, alles Paprika, wir haben eine ganze Liste und die, meine Nachbarn, die kaufen es dann, beziehungsweise wir kaufen es zusammen und dann pflanzen wir es hier ein und dann teilen wir das Ganze. Gut, ich hoffe mich jetzt auf der Traktor, seht ihr, ich habe ein ganz rotes Näsle und mehr weiter, darüber steht er ja. Da ist er, aber die Abstände wären jetzt länger Richtung Winter, also ich muss es so alle 2 Wochen dann mähen. Bis dann. Das Video natürlich, ja, wie die Paraguayer Deutsche denken, kommt, ist in Bearbeitung. Also ich sammle schon und mache Vorbereitung, aber es ist momentan, wie gesagt, so viel los. Wir sind wirklich in der Endphase, haben so viele Termine, dann haben wir noch riesen Projekte oder 2 große Projekte in Zukunft.
wo wir hier dann auf dem YouTube-Kanal auch präsentieren oder euch mitnehmen. Und ich komme momentan nicht dazu. Und dann halt meine Tochter noch mit ihrer Hochzeit. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.